Vitaragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vadrayanam, Namo Loesavasanam, Veso Panchanamukaro, Savapara Panashano, Mangalanam Trasavesin, Paramamavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitaragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Loesavasanam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Trasavesin, Padamamavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitaragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Loesavasanam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam Trasavesi Padamamavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. O Vitrag Lord, be with us as we enter into this satsang, which is essentially your grace only. O Vitrag Lord, bitte sei bei uns, wenn wir jetzt in diesen Satsang einsteigen, der im Endeffekt nur durch deine Gnade geschieht. Your absolute energy is manifest in our Gnani Purush Dadashri and is now spreading through the world through his Mahatmas. Deine Energie hat sich manifestiert in unserem Gnani Purush Dadashri und verbreitet sich nun auf dieser Welt durch alle Mahatmas. Not a single Mahatma that we know of has any desire to express anything that does not belong to Gnani Purush Dadashri and you, my Lord. Keiner dieser Mahatmas, die wir kennen, hat überhaupt ein Verlangen, irgendwas auszudrücken, was nicht direkt von dir kommt, mein Lord. And because it is absolutely pure, we know that it will spread in all corners of the world. Und weil wir wissen, dass es absolut rein ist, wissen wir auch, dass es sich in alle Gegenden und Ecken dieser Welt ausbreiten wird. The ocean of bliss doesn't have to surrender to anyone, and that is what is being experienced by these Mahatmas of yours all over the world. Der Ozean von Bliss, von Glückseligkeit muss sich nicht irgendetwas anderem hingeben oder unterordnen. Und das ist, was von Mahatmas auf der ganzen Welt erfahren wird. In that stillness of this ultimate profound science, we begin this satsang with you, my Lord. In dieser Stille der absolut tiefgründigen Wissenschaft beginnen wir nun den Satsang mit dir und durch dich, mein Lord. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So we please accept our namaskars from all our dear Mahatmas. Have accept our love-filled namaskars from Ruediger and Shuddha. Okay, bitte alle Mahatmas nehmt unsere tiefen Ehrerbietungen an von unserer Liebe, von Shuddha und Ruediger. We go straight, shall we, Ruediger, to the PDF, huh? Yes. Also wir gehen direkt in das Dokument, wo wir waren. Falls irgendjemand wissen muss, wo er das findet, kann ich das auch reinschreiben in den Chat. Wir werden auch heute, wahrscheinlich die deutschen Übersetzungen haben, da müsst ihr euch nochmal was runterladen. Der Teil 2, den ihr auf der Homepage gefunden habt, der geht nur bis Seite 15. Mal gucken, wie weit wir kommen, ab Seite 16.
nochmal ein neues Dokument, das findet ihr auf events.dadavan.de. So we begin with this first heading, and I will let Ruediger say it in German. Okay, wir fangen an mit der Überschrift, die ich zunächst mal in Deutsch sagen soll. Diese Tatsachen werden durch Vignan enthüllt. And it says, it's kind of an intriguing sentence of Niruma. By the way, all the headings are by Niruma. The Satsang is by Dada. Okay, alle Überschriften sind von Niruma. Nur mal zur Info, alle die Dialoge selber, dieser Satsang ist natürlich von Dadashri. Alle Überschriften wurden von Niruma gesetzt. Und es ist eine sehr besondere Überschrift jetzt so ein bisschen auch. Mal gucken, was er jetzt sagt. This same heading has more energy if you say it, that it is verily the Vignan that will reveal the facts, rather than saying revealed by Vignan. The emphasis is on the Vignan, the science. Also eigentlich ist diese Überschrift, müsste man ein bisschen anders übersetzen, es ist wahrlich durch das Vignan, dass die Tatsachen enthüllt werden. Also die Betonung ist auf durch Vignan. And Dadashri says, no one should appear as being at fault to you. It should not be that way in your mind either. It must never be in your intellect at all. Little gradations between the mind and the intellect there. Niemand sollte dir als schuldig erscheinen. Dein Verstand sollte das auch nicht so sein. Es muss überhaupt niemals in deinem Intellekt sein. Und es darf niemals in deinem Intellekt sein. Also eine kleine Unterscheidung hier zwischen Verstand und Intellekt. Dada's approach to the fault in the mind is not as strong as the approach to the fault in the intellect. There you see it. Also Dadashris Herangehensweise an den Fehler im Verstand ist nicht so stark wie der Fehler, der durch den Intellekt gesehen wird. Und hier kann man das jetzt sehen. Because the mind is something that is physical. It is just a screen, like your computer screen. It is faultless. It just shows what has been projected. Weil der Verstand selber ist eigentlich nur wie eine Leinwand, wie ein Computerbildschirm. Er projiziert einfach nur das, was ihm gesendet wird, und er ist an sich selber fehlerlos. But the intellect is the finger on the computer keyboards, you see. Intellect is the decisive factor. It makes decisions and that brings serious results. Und während der Intellekt ist der Finger auf der Tastatur, und der ist derjenige, der eigentlich hier so die Entscheidungen trifft oder hier so die ausschlaggebenden Impulse setzt. The mind is dead and it will remain dead if you do not enliven it, if you do not give it life, whereas the intellect is partially living. It is a light of the self only, coming through the medium of the ego. Also der Intellekt, der Verstand ist eigentlich tot. Es sei denn, du bringst ihn zum Leben. Ansonsten ist der Verstand an sich nicht lebendig, während der Intellekt, der ist teilweise lebendig. Er ist das Licht. Es ist ein Licht des Selbst, aber durch das Medium, durch das beschränkte Medium des Egos. It is the intellect that continues to prevail after this Gnan Vidhi that causes us most of the problems, not the mind. Es ist eigentlich der Intellekt, der immer noch vorherrscht oder immer noch weiterläuft nach dem Gnan Vidhi, der uns die meisten Probleme bereitet. Es ist nicht der Verstand. So the questioner is asking, how is it in the intellect? I mean, this fault finding, now Dada is going into the details of fault finding or seeing faults in others. So the subtle differentiation. So the questioner is asking, how is it inside the intellect
Also der Fragende sagt jetzt, wie ist es im Intellekt? Also wie ist es im Intellekt drinnen? So, also Dadashri geht jetzt hier genau auf diesen Intellekt, der immer Fehler findet, auf diese ja. And so then the Dadashri replies, the intellect should be clear, and he has used the word clear in Gujarati version too. Interesting, should be clear. We'll discuss that. But even if a man has cursed me a lot, told me all kinds of bad words, I would say about him that he's a very good man. You cannot find a man like him. What beauty, that's amazing. Also Dadashri sagt, der Intellekt sollte klar sein. Und er hat auch, Shuddha hat gesagt, in Gujarati hat er auch das englische Wort clear, also das englische Wort für klar benutzt. Da können wir noch drüber reden. Dadashri sagt weiter, selbst wenn ein Mann mich oft, wie wir sagen, beschimpft hat, also negative Sachen zu ihm gesagt hat, würde ich über ihn sagen, er ist ein sehr guter Mensch. Du kannst niemanden wie ihn finden. Clear here means that which allows clearance, does not entangle you, knot you up, create more problems. Also Klarheit in dem Zusammenhang, das was Klarheit schafft, das was nicht weitere Verstrickungen hervorbringt, sondern Klarheit bringt. Clear could also mean that it allows you to see it as it is even through the intellect. Obviously, all of us are now learning to be the seers through prajna, our own light. But clear intellect also helps in the process. Ein klarer Intellekt kann auch bedeuten, dass auch er sehen kann, wie es wirklich ist. Wir Mahatmas, wir lernen jetzt alle durch das Licht der Prajna Shakti zu sehen, der Prajna zu sehen. Aber auch der Intellekt kann klarer werden und das hilft in dem ganzen Prozess. So, the questioner immediately responds, but Dada, if I say he is a good person, then at the same time the mind shows, okay, what do you mean as a good person? Look at what he did. How can he be called a good person? Also der Fragende sagt, aber Dada, wenn ich sage, er ist ein guter Mensch, dann zeigt der Intellekt zur gleichen Zeit auf, was meinst du, guter Mensch? Schau, was er getan hat. Wie kann er ein guter Mensch genannt werden? So Dadashri replies, but when it says that, we explain to the mind and make it adjust our way. Make it adjust our way. We explain everything well. Und Dadashri antwortet, selbst wenn er, also der Verstand, das behauptet, erklären wir es dem Intellekt. Also der Intellekt, genau. Selbst wenn er das behauptet, erklären wir es dem Intellekt und bringen ihn dazu, sich unserer Weise anzupassen. Wir erklären alles gründlich. Now, in this scenario, in this scene, there is a battle between two soldiers on one side and one main soldier on this side, our side. On those side, the mind, which has been stung, and the intellect both join together, they team up, and they want to make the adjustment their way, have it their way. They want to run away from that person, they want to attack that person, they want to do all kinds of things. And the Gnani within you and I, the awakened one, has a different adjustment. This is the adjustment of myself, and the awakened within me, we.
explain to the mind and make it adjust our way. We explain everything else. Now don't put Dada on a pedestal someplace else. Substitute your own awakened self as Dada, you see. Connection is again kind of okay. So, okay. Do you want? I try my best to translate. Also ist ein bisschen jetzt bei mir nicht so ganz angekommen, weil die Verbindung immer wieder abbricht. Es stottert so, aber ich versuche es mal zusammenzufassen trotzdem. Also hier ist wie ein Kampf, eine kleine Schlacht, die hier passiert. Wir haben zwei Soldaten auf der einen Seite und einen anderen großen Soldat auf der anderen Seite. Und der eine versucht, die anderen zwei anzugreifen. So. Und die anderen zwei, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist dann der Gnani in uns und unser Licht. Das ist wir. Wir versuchen, dem Intellekt das begreiflich zu machen. Wir erklären es ihm so. Und er greift da an. Aber as long as you continue to read Dada as, oh, Dada would do this instead, there's a time when you shift and say, the prajna, I, the one who has the light of prajna, would take charge. And that is what Dada is all about. You see, even our Gnani Deepak Bhai said that the questioner is the ignorant one, and Dadashri represents your prajna. So you switch around. You say, I would explain to the mind and make it adjust to my way. Or you can say, we means I, the awakened one, and the fully enlightened one within me would explain to the mind and make it adjust our way, you see. Also auf dem Weg in Akram Vignan wird irgendwann mal ein Punkt kommen, wo du nicht mehr sagst, da würde es so machen, sondern du beziehst dich auf dich selber, deinen wahren Anteil, dein Prajna, dein Licht des Selbst. Und dann wirst du sagen, wir machen das so. Also wir heißt dann der Erwachte und der Erwachte, der aufsteigt in dir und das vollkommen realisierte Selbst in dir. Und das ist für was Dada eigentlich steht. Selbst Deepak Bhai sagt, der Fragende ist der Unwissende und Dadashri ist einfach das erleuchtete Wissen in dir. Und der kann kommunizieren. Dieses Wir kann dem Unwissenden zeigen, wo es hingeht. And so the questioner is asking, Dada, what do you explain to it? And have you noticed that you cannot explain much to the intellect, but you can to the mind? This is very subtle. You can't explain to your intellect much because it's too subtle, but the mind is something that you can feel, because the mind is the one that becomes the upset face. You see, the mind is somehow visualizable. Der Fragende sagt, was erklärst du ihm? Und Shuddha hat jetzt ausgeführt, es ist nicht so leicht dem Intellekt was zu erklären. Der Intellekt wird auch nicht so bereit sein. Aber der Verstand, dem kannst du was erklären. Er ist, wie wir gesagt haben, einfach eher so diese Leinwand. Er ist eher auch empfänglich. And so then the Dadashri replies, ultimately I explain to it that in reality, as the self, as capital through Nishchay, the self, he is pure, Shuddha. In Vyavahar, worldly interaction, the poor man is doing under the force of some other entity. So how can the poor man be at fault? This is how I explain and make it understand and make it accept this view. It does not end with a few words. I need to do more explaining with
different words. Also Dadashri sagt, letztendlich erkläre ich ihm in Wirklichkeit als das Selbst, durch Nischay ist er rein, Shuddha. In der weltlichen Interaktion der Wahrheit handelt der arme Mann unter den Kräften einer anderen Einheit. Wie kann der arme Mann dann schuld sein? So erkläre ich es und mache es ihm verständlich und bringe ihn schließlich dazu, diese Sicht zu akzeptieren. Es endet nicht mit ein paar Worten. Ich muss mehrere Erklärungen mit unterschiedlichen Worten verwenden. Lot of information here in what we just read. The Dada does not give up until it, the other side, accepts it. Und ganz viele Informationen hier in dem, was wir gelesen haben. Einmal, Dada gibt nicht auf, bis die andere Seite es akzeptiert hat. And tell me, all of us, we have been so much in error. You know, initially we might say something negative about somebody, and then the prajna inside does flash, telling us that really we are not seeing it the way we are supposed to see it. But then we do not persist, and the intellect and the mind continues to have a dominant position. Und wir kennen das, wir haben schon so oft irgendwie in dieser falschen Sichtweise reagiert und wir sagen vielleicht dann, wir sprechen Sachen aus und dann mag es sein, dass das Licht von Prajna im Innern aufscheint und sagt, hey, so ist es nicht die richtige Sichtweise. Und dann wird der Verstand und der Intellekt werden wieder stärker und machen weiter darauf, auf ihrer alten Sichtweise zu beharren. What a magnificent dissection of the entire science in this paragraph only. On the one side, as the Raina Sila, he is absolutely pure, he is Shuddha, and in the worldly interactions, he is not independent. He is under the force of some other entity. Also hier in diesem Abschnitt schon die ganze Wissenschaft eigentlich umfasst, weil auf der einen Ebene als reines Selbst ist er fehlerlos und auch in der weltlichen Interaktion ist er nicht unabhängig. Er ist unter dem Einfluss der Kraft einer anderen Einheit. Now, there is a word which is in Gujarati, which is called Bicharo, B-E-C-H-A-R-O, Bicharo. Generally, it implies the poor man, but not really so. Bicharo. What we've used the word Bicharo means, oh, what can the poor man do? But he is not poor. He is helpless. In other words, the correct interpretation would be he is helpless. Also es gibt in Gujarati dieses Wort Bicharo und die Übersetzung hier ist oder wäre dann auch der arme Mann, aber er ist in Wirklichkeit ist er nicht arm, er ist einfach hilflos, das ist die wahre Übersetzung von diesem Wort, wenn wir sagen, oh der arme Kerl, er ist einfach hilflos. If it was only a matter of poverty, then the man would say, hey, I've got a lot of money, I can take care of this, but this thing is poverty of light. He's poor because he doesn't have even one ray of this ocean of light that we all have, you see. He doesn't even have one drop of it. Also wenn wir sagen, der arme Mann, dann ist es keine Frage von jetzt Reichtum von Geld, weil er könnte sagen, wenn er jetzt trotzdem viel Geld hätte, könnte er sagen, oh, ich nehme mein Geld und
dann erledige ich die ganze Angelegenheit dann damit. Fertig. Aber es ist eine Armut an Licht. Dieser Mann hat nicht einen Funken und nicht einen kleinen Strahl von diesem Licht, von diesem Ozean an Glückseligkeit. Yeah, you see, and so the Gnani uses the word bicharo twice. What can the poor fellow do? You know, I mean, because of tradition use, we just say poor fellow, you know, like, but it is really a sense of pity that arises within you upon seeing the helplessness of a fellow human being. That is why we say, oh, what a poor fellow, how poor, you know what I mean? But his helplessness is what you are addressing. Und Dadashri benutzt diesen Ausdruck, der arme Mann oder der arme Kerl, zweimal. Das ist ein Ausdruck auch von seinem Mitgefühl oder seiner Einsicht, dass wirklich dieser Mann total hilflos ist und keine Wahl hat. So you see, these two soldiers on the other side, they are also poor. they are helpless because all they know is what they know. They have learnt it from the past life. And they are continuing their mischief in this life. What about... Diese zwei Soldaten, die wir vorher gehabt haben, das ist wohl eher der Intellekt und der Verstand, die sind eigentlich auch hilflos, weil sie machen einfach nur das, was sie immer schon gemacht haben und was sie gar nicht anderes können. Sie haben das Leben für Leben getan, sie kennen es gar nicht anders. Sie sind eigentlich auch nur arme Kerle. Yeah, so you can't even blame those poor soldiers either, can you? Du kannst also auch nicht wirklich diese armen Soldaten wirklich beschimpfen oder beschuldigen. The only factor, the only one you can blame is the one who has got this magnificent light, laser-like light, that is worth 1,000,000 lasers, that is hanging on your hip like all those workers, but you don't use it. Also den einzigen, den man wirklich, sagen wir mal, beschuldigen oder verantwortlich machen könnte, ist derjenige, der dieses riesengroße Licht hat. Er hat dieses mega Millionen Watt Licht irgendwie und es hängt bei ihm am Gürtel dran, wie bei diesen Arbeitern, die haben das so an der Seite hängen und er benutzt das nicht. And there's a reason why you get kind of swept under the illusion, and that is because the light of the intellect seems to give some kind of a solution, does it not? Und es gibt einen Grund, warum du so wieder unter den Einfluss der Unwissenheit kommst, weil das Licht des Intellekts eigentlich wie eine Art Lösung anbietet, oder? Macht er das nicht? If you, as Ruediger, is making a presentation in front of 50 people and somebody stands up and uses these kind of words that have been just described by Dada, the light of the intellect will react and will immediately first say, this guy is crazy. He doesn't understand me. And all kinds of answers. But also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Ruediger hier eine Präsentation macht vor 50 Leuten und einer aus dem Publikum steht auf und es passiert das oder er redet so, wie Dada es hier auch beschreibt, dann wird klar der Intellekt reagieren und alle möglichen Fehler finden und sagen, hey, der Kerl ist verrückt. But instead, if this word vicharo or the helpless one prevails in front of you because of the satsang, it will make all the difference. It will really make all the difference. Und aber stattdessen, wenn jetzt dieses Wort vicharo, der Hilflose, der arme Kerl, wenn das aufgrund des Satsangs in dir weiter bestehen bleibt,
dann kann dieses Wort allein schon den großen Unterschied machen. Dann kann es allen Unterschied machen, diese Sicht zu haben. And it is not. It's a very interesting sentence when Dada says, "This is how I explain and make it understand." Second part, and third part is make it accept this view. Three components to this whole process. Das ist ein sehr interessanter Satz, wenn hier jetzt steht, so erkläre ich es, 1, und mache es ihm verständlich, ist dann 2, und bringe ihn schließlich dazu, diese Sicht zu akzeptieren. Es sind also 3 Komponenten in diesem Prozess. You know, if you are given the choice of struggling with somebody who has fallen into the ocean, and you too fall into the ocean, or just kind of rise above it all, you see, and without really being affected, then this is the approach. Really, any other approach creates a serious amount of difficulties here, except this approach that is outlined in this sentence of Dada. Also wenn du jetzt die Wahl hast, wenn jemand wirklich kämpft und im Ozean ertrinkt, ob du jetzt mit da reinspringst oder ob du dich wirklich darüber erhebst und drüber stehst, das macht dann den Unterschied. Und insofern ist es wirklich wert, diese Herangehensweise, die in diesem Satz beschrieben ist, zu akzeptieren, anzuwenden. You see, the mind and the intellect are like two busybody girlfriends, you know. They can't shut up. Even on a nice Saturday afternoon, on a beautiful spring afternoon, they are talking on the cell phone, just digging negativities and kind of taking consolation with each other. That's about it. Der Verstand und der Intellekt sind wie so zwei dicke Freundinnen, die irgendwie es kann das schönste Wetter draus sein, so am Samstagnachmittag irgendwie hängen nur an dem Handy rum und tauschen sich aus und lästern über alles Mögliche oder trösten sich über alles Mögliche und die schnattern die ganze Zeit. Irgendwie so ist es mit dem Intellekt und dem Verstand auch. Or perhaps I should say two busybody guys, but you and I both know that doesn't happen. Also Shuddha sagt ja, vielleicht soll auch sagen, zwei so Typen, zwei so Kerle, irgendwie Kumpels, die das machen, aber das passiert in der Regel nicht so. Yeah, anyway, the important thing here is when the mind accepts, or either one has to accept it, but if the intellect accepts it, it's much faster. If the intellect accepts it, it will rest, and as soon as the intellect rests or sits down, stops showing its light, then the mind settles down, and this allows the light of prajna to prevail beautifully over what just happened was a terrible effect. What was a terrible effect? Aber insofern ist es wirklich nur hilfreich, den Verstand um dem Intellekt zu erklären. Der Verstand wird es leichter annehmen, aber wenn es einmal der Intellekt annimmt, dann ist der Prozess viel schneller. Dann wird der Intellekt das an den Verstand so weitergeben und der kommt dann zur Ruhe und die ganze Angelegenheit wird beruhigt. Now, so lot has been given to us by Dada. We just went to him in the satsang with a little hand like this and said, Dada, give me some clues. And he has just poured the whole ocean
in it. Also ganz viel wurde uns hier in diesen wenigen Worten schon gegeben. Wir kamen in diesen Satsang mit dem Wunsch, und die Hand hingehalten und gesagt, Dada, bitte gib mir ein paar Hinweise, gib mir was. Und er hat einfach den kompletten Ozean ausgeschüttet. And there is just another word that caught me at the beginning. Ultimately, I explained to it. In fact, really, there is some more depth in it. In Dada's Gujarati, Dada says the final method is that I explained to it. This ultimate may convey it, but I just want to kind of emphasize that what has been described by the Dadashri in this paragraph in front of us is really the ultimate. There is nothing beyond this. Noch ein kleiner Hinweis, wie jetzt Shuddha nochmal ins Gujarati reinguckt. Am Anfang von diesem letzten Abschnitt, den wir gelesen haben, dieses letztendlich, was es im Original, was er eigentlich wörtlich sagt, ist die letztendliche Methode, die letztendliche Herangehensweise ist, dass ich es ihm erkläre. Und somit ist es wirklich mehr als nur letztendlich, es ist wirklich die absolute letztendliche Methode hier mit sowas umzugehen. You see, this Gnan Vidhi makes us the Shuddhatma, and understanding the exact words of our Gnani Purush makes us the Paramatma, the Absolute Self, the Dada Bhagwan. Das Gnan Vidhi macht uns zur reinen Seele, Shuddhatma. Und indem wir die Worte von Dadashri verstehen und anwenden, werden wir zur absoluten Seele, zum Paramatma. You know, the seed of understanding resides within every human being. And that seed is the ultimate definition of God. Also dieser Same des Verstehens, der wohnt in jedem Menschen innen drin. Dieser Same ist eigentlich die letztendliche Beschreibung auch von Gott. So then the questioner is asking, you once mentioned that simply saying he is a pure soul is not enough to see the other person as flawless or nirdosh. The mind will get over this after a short while. Get over it. The mind will get over it. So you have to explain to the mind from many different angles, then it will accept that the other person is flawless, nirdosh. Sagen da im Text ist. Du hast einmal erwähnt, dass lediglich zu sagen, er ist reine Seele, nicht ausreicht, um den anderen als makellos und fehlerfrei zu sehen, hierdurch. Der Verstand wird nach einer kurzen Weile darüber hinweggehen. Also musst du es dem Verstand aus vielen verschiedenen Blickwinkeln erklären. Dann wird er den anderen Menschen als makellos, fehlerfrei akzeptieren. And Dadashri says, yes, the mind alone will not accept it, will it? The mind may not even accept the explanation based on Gnan. After all, it is an explanation using Gnan when we say what he is doing is due to dependency or helplessness, parvashta. He is helpless because he is dependent on other forces. Where is the poor man's fault in this? When we say something like this, the mind will say, well, that's not acceptable. That's not acceptable. Dadashri sagt, ja, der Verstand wird von sich aus
überhaupt nicht akzeptieren, oder? Der Verstand kann nicht einmal die auf Gnan basierende Erklärung akzeptieren. Schließlich ist es eine Erklärung mit Hilfe von Gnan, wenn wir sagen, was er tut, ist die Abhängigkeiten oder der Hilflosigkeit auch von anderen Kräften zuzuschreiben. Worin liegt in all dem die Schuld bei dem armen Mann? Wenn wir so etwas sagen, wird der Verstand sagen, nun, das ist nicht akzeptabel. And so the questioner is asking, then, Dada, what else can you explain to it? And Dadashri replies, it will not understand. But as all the doors will open up for you, then you yourself will discover all this. Talk openly. As you delve deeper into these things that I am telling you, you will understand, you will find all the solutions. That is why I am showing the causes to you. As you continue to remain with these causes, the effects will come. And the causes have been defined here as searching for the proofs of flawlessness. The effect of the flawlessness will come. Der Fragen gesagt, wie sonst kann man es ihm erklären? Und Dada schrie, er wird es nicht verstehen. Wenn sich die Türen für dich öffnen, wirst du all das selbst ergründen oder entdecken. You should remove. Sprich offen. Wenn du tiefer in diese Dinge, die ich dir erzähle, eintauchst, wirst du verstehen. Du wirst alle Lösungen finden. Deswegen zeige ich dir die Ursachen. Wenn du weiterhin bei diesen Ursachen bleibst, und du sagst, diese Ursachen sind jetzt oder wird gemeint nach den Beweisen oder Gründen oder ja, genau nach Beweisen für diese Makellosigkeit suchen, dann wird die Wirkung, also die Makellosigkeit erkennen, auch eintreten. There is this word all in the second sentence of this paragraph. You should remove that. Just say as the doors, because all implies total awakening. And that is not what Dada is saying, you see. Ah ja, that's not in the German anyway. Good. Also im Englischen ist, wenn alle Türen sich für dich öffnen, da sagst du da irgendwie, das würde implizieren, dass es die totale Befreiung für dich ist, aber im Deutschen ist das hier nicht drin. Wenn sich die Türen für dich öffnen, das ist genau so gemeint. See this desire, these doors that are opening for us. Really, what are these doors? They are the doors that let the light of prajna prevail, light of the self prevail on that which is old and unfolding. Also, wenn hier steht, die Türen öffnen sich für dich, was bedeutet das? Was heißt das, diese Türen? Das heißt, wenn das Licht des Agnas wirklich bestehen bleibt und vorherrscht und auf das, was sich entfaltet vor dir, leuchten kann. And when the other says talk openly, here he is saying talk openly with me. Tell me what's happening, my friends. If I continue to speak on like a radio, and you all keep on listening like sheep, you're not going to learn. You're not going to wake up more. You have to share with me what's happening within you. Dadashri sagt hier, sprich offen. Und damit meint er, sag mir, was bei dir im Inneren passiert. Wenn du hier einfach nur sitzt und wie ein dummes Schaf einfach nur zuhörst, dann wirst du nicht weiterkommen. Sprich offen zu mir, was deine Probleme und Themen sind. And there's some question, I think, regarding to this passage in the chat. Okay, shall we take it?
it's from Martin. He writes, the poor man is doing under the force of another entity. How can we how can we understand that word entity here? Yes, it's interesting, Martin, that you were thinking of that line, because that was the line that that was the line that was going to be discussed by Shuddha as soon as Ruediger stopped. Okay, es ist schon interessant, Martin, dass du das jetzt so schreibst, weil genau dieser Satz, den wollten wir nochmal besprechen, sobald Ruediger hier fertig ist. Yes, I think that is the whole message, is it not? You are not the doer. He is not the doer. They are not the doer. That is what is written in the back portion of the photograph of the book that Dada is holding in this Dadavani, is it not? There is no doer. Also das ist wirklich das, um was es eigentlich geht. Wer ist der Handelnde? Und das ist das, was auf diesem Buch auch vorne drauf steht, dass Dadashri auf diesem Bild in der Hand hält. Er ist nicht der Handelnde, sie ist nicht der Handelnde, sie sind nicht der Handelnde, ich bin nicht der Handelnde. Yeah. This wild cursing that he did when Ruediger was talking he was not doing it, it was happening. He just believed that he did it. That is the only thing. It's just a belief issue only, Martin. Sorry, I kept breaking up again. Okay, sorry. So this wild cursing, remember Ruediger is making the presentation and the guy comes in and says all kinds of things. Even the one who was cursing, he is really not doing it. He just believes that he cursed. That's all. He is not really doing it. Das kommt gerade bei mir nicht so gut an, aber ich versuche es trotzdem mal zu entziffern, um was es ging. Also bei diesem Beispiel, dass Ruediger jetzt so einen Vortrag hält und dann irgendeiner beschippt wird, der diese Worte spricht, das ist nicht wirklich der tut, der das macht, der ist unter dem Einfluss einer anderen Kraft. So if you do something in the eyes of the world, and if you have a sense that you did it, then you say, I'm helpless. I really didn't want to do it, but it happened. But you are not at the level that all of us have been in this satsang since this satsang began. Also wenn du in der Welt, wenn du in der Perspektive oder aus der Perspektive der Welt irgendwas machst und du sagst, aber im Endeffekt ich habe gar nicht gewollt, dass ich das so mache und dennoch ist es passiert. Ich bin absolut hilflos. Dann ist es ein gewisses Verständnis, aber du bist immer noch nicht auf dieser Ebene, auf die wir hier jetzt kommen, seit wir hier in dem Satsang sind. You see, anything that any one of us has quote unquote done so far in our life before the Gnan Vidhi, as we rise higher and higher in this magnificent awareness, we will realize that there was no doer, it simply happened. Und alles, was wir in Anführungsstrichen getan haben bisher, werden wir irgendwann mal verstehen, wenn wir so weiter in dieser Wissenschaft aufsteigen, dass es da nicht wirklich irgendein Handeln gab. Es ist einfach passiert. When the stomach sent hunger signals, he ate, and when the bowel sent full signals, he relieved himself. That's all. Wenn der Körper, wenn der Magen Hungersignale losschickt,
dann hat gegessen und wenn der Darm dann sich bewegt und Signale schickt, dann geht auf die Toilette und entlädt. The illusion begins to become defined even more exactly. Also diese Täuschung, diese falsche Sicht wird immer noch exakter hier jetzt definiert. For the little children who are watching the magicians, it is not an illusion. Sorry. For the little children who are watching a magician at a special birthday party, it's not an illusion, it is very real, is it not? Für Kinder, die auf dem Kindergeburtstag jetzt so diesen Zauberer zugucken, für die ist es keine Illusion wirklich. Für die ist es keine Illusion. But for the magician, for the one who is aware of everything that is happening, he knows the illusion of the magic. Aber für den Zauberer, der die ganzen Hintergründe kennt, dessen gewahr ist, wie alles in Wirklichkeit funktioniert, der erkennt das alles einfach als Illusion, als Zauberei. And Gnani Purush Dadashri has made us all the ultimate magicians. We are beyond all illusions. Und Dadashri hat uns alle zu dem letztendlichen Zauberer gemacht. Wir sind jenseits von diesen ganzen Illusionen. The helplessness is for the one who feels helpless, not for the one who has transcended the helplessness. Also diese Hilflosigkeit ist für denjenigen, der sich hilflos fühlt und nicht bei demjenigen, der diese Hilflosigkeit transzendiert hat. So elsewhere Dada has said that the poor fellow is cursing this guy Ruediger. He doesn't know me. How can he curse me? Und der Wissende sagt irgendwie, dieser arme Kerl, der beschimpft einfach Ruediger. Er beschimpft nicht mich. Wie kann er mich kennen? Okay, so there is a very beautiful, let me see, is there any aspect of his questions that were not addressed? I think he wants to also know how the word entity is meant. Yes, okay, good. Let me look at the Gujarati. Wie ist dieses Wort Entity, Wesenheit gemeint? Also er steht unter dem Einfluss einer anderen Wesenheit, oder? And going back to the translation, it is under the force of another entity. It's the exact translation is under another force. The entity here is meant to define Vyavasthit. It's a translator's. It is the one who translated used it. Dadashri has not used it. Dadashri has just used that he is doing it out of helplessness and dependency. Dieses Wort Wesenheit oder Entität oder so Einheit, das hat Dadashri im Original gar nicht so benutzt. Also Dadashri sagt, er ist einfach nur unter einer anderen Kraft oder Macht, unterliegt einer anderen Macht, der Abhängigkeit, der Hilflosigkeit. Das ist dieses Wort Wesenheit ist von dem Übersetzer dazu benutzt worden, um das einfach so zu umschreiben. Aber dieses Wort Wesenheit bezieht sich eigentlich auf den Aspekt Vyavasthit. For all of us in this satsang who will in a few more months be deeply involved in this new topic of dependency, that is going to be discussed in detail in Guru Purnima in St. Louis. Much more of this is going to come in. This dependency is the other name for the support that is taken.
Und überhaupt diese Abhängigkeit oder diese Bedingtheit, das wird ein Thema sein, das noch ausführlicher besprochen wird für alle, die in dem Satsang sind, wenn wir auch wenn das nächste Guru Purnima in den USA läuft, da wird das große Thema sein, das gelesen wird. Also diese Abhängigkeit, Bedingtheit ist eigentlich auch so das Wort, so welche Unterstützung, welche Stütze verwenden wir. Yeah, and Katyaji has written something in German. You want to translate that? She said that they, while translating, they found it quite challenging to translate exactly that word, and they're gonna basically use the word force. Yeah. We in simple matters, in the eyes of the fully enlightened world, the good that a human being is doing to others and for others is also evidentiary and dependent on a whole bunch of forces unfolding, just as much as the bad that he is doing is dependent on a whole bunch of forces which Gnani Purush Dadashri calls SCE. You see. Und alles, was ein Mensch tut, alles Gute, was ein Mensch tut, ist so eingebettet und abhängig in so viele Umstände und Faktoren, ist eigentlich unter so vielen Kräften. Genauso wie alles vermeintlich Böse, was ein Mensch tut oder Schlechte, auch eingebettet ist in so viele Umstände und es unterliegt so vielen Kräften. Und all dies hat der Gnani Purush Dadashri beschrieben als die sich bedingenden Umstände. So you're right, Martin. Entity is not perhaps the best word because entity generally defines a single doer. People tend to equate God as the doer there, but that's not what we are talking about here. We're talking about generally displacing God. God did it. We'd say no, scientific circumstantial evidence as an entity, as a force, as an energy did it. If you want to kind of pacify yourself, you see, you're upset, did he do it or did Vyavasthit do it? So you say Vyavasthit did it. But, that's a simpler way of putting it. Und Martin, ist gut, dass du das hier jetzt die Frage so gestellt hast, weil das ist eigentlich unser normales Verständnis von diesem Wort Wesenheit ist, dass es irgendwie da oben einen gibt, der das ganze Ding hier steuert, dass es einen Gott gibt, der macht, und das ist so nicht der Fall. Es ist, wenn wir das als Wesenheit bezeichnen wollen, dann sind es einfach die ganzen gesammelten, sich bedingenden Umstände, sind zusammengenommen dann diese Wesenheiten. Wir wollen aus diesem falschen alten Glauben heraus, dass es irgendwo einen Gott gibt, der diese ganze Welt regelt. And Martin and Katya, and Svenja, if you really look at it in a very simple way, this magnificent first paragraph that we read today of Dada, which is the ultimate, really is the application of all the four Agnas there. Right there, all the four Agnas are coming in. And we go back to that paragraph so that we can see where the Agnas are coming in. Ultimately, that part. Und das bei dem, was wir heute gelesen haben, besonders, ich weiß nicht, auf welchen Abschnitt er bezieht, also es gibt einen Abschnitt, da sind einfach dann alle vier Agnas komplett beinhaltet, und wir werden gleich besprechen, wie diese Agnas dort beinhaltet sind. And in fact, see, it's like, for instance, through Nishchay, as Agna 2, he is pure. In worldly interactions, the worldly interaction here, he is doing it under the force
of scientific circumstantial evidences. So Agna 3 is there, and then Agna 4 comes in when Dada is settling his file 1 with equanimity. Dada is explaining to the mind-intellect complex, which is of file 1, which is revolting, so that is settling file 1 with equanimity. So you have 4 Agnas already there, you see. Das ist dieser Abschnitt, wo der mit letztendlich beginnt, wo alle 4 Agnas drin sind, in Wirklichkeit als das Selbst. Nischay, Agna 1, ist er rein. Weltliche Interaktion der arme Mann, Agna 2, ist unter den Kräften einer anderen, unterliegt den Kräften dieser Abhängigkeiten, so. Also Agna 3, er ist im Vyavasthit. Vyavasthit ist eigentlich der Handelnde. Wie kann der arme Mann schuld sein? So dieser nächste Satz, so erkläre ich es und mache es ihm verständlich, ist Dada begleicht seine Akte 1 mit Gleichmut. Er erklärt seine Akte 1, wie es wirklich ist, und somit begleicht er seine Akte 1 mit Gleichmut. Das ist das Agna 4. And in the more advanced levels of our science of Akram Vignan, we will come to across this word called Shuddha Vyavahar, or pure worldly interaction. Not only is everyone around us pure by Nishchay, or as the self, as the Paramatma, but also in their worldly interactions, everyone around us is pure. And this is a most magnificent vision of our Gnani Purush and our Tirthankar Lord. And we will be rising to that level. Right now, in today's satsang, Dada is looking at it from a little different angle. Und wenn wir so weitergehen in unseren Studien, werden wir noch diesem Wort Shuddha Vyavahar begegnen, also reine weltliche Interaktion. Und das ist diese Perspektive, dass auch von der relativen Sichtweise der Mensch oder jeder absolut rein ist in seiner Interaktion, in dem, was und Dada nimmt hier jetzt in dem, was wir gelesen haben, noch einen kleinen anderen Ansatz, aber wir werden zu diesem Punkt oder auf diese Ebene auch noch kommen. So at a very subtle level, again, you see, the Gnani is weaving us and lifting, is kind of just lifting us through the net of the 5 Agnas only. He doesn't let us sink. He lifts us up with the net of the 5 Agnas from this ocean of difficulties of life. Aber hier sehen wir, wie Dada uns sozusagen durchwebt, durch die 5 Agnas, und durch dieses Netz der 5 Agnas hebt er uns an, irgendwie aus diesen weltlichen Schwierigkeiten. Yes, so shall we take a little break? Shuddhatma Bhagavan? Fine. Yeah? Fine. Take a little break, huh? Okay, wir machen eine kleine Pause.
Okay, Shuddha Bhagavan. Okay. All right. So, what shall we do now? I can't see any questions in the chat. All right. Gibt So, es irgendwelche Fragen im Chat? Wollt ihr irgendwas schreiben? Moment. Martin? Okay, Martin on the phone has a question. Du kannst gar nicht schreiben, oder gerade? okay. Ah ja, schreib doch mal rein, vielleicht, dann haben es alle, dann muss ich das nicht auch noch vorlesen. Okay. Okay, Martin has a question on the phone, and I translate it for you, and I have to say the question in German as well, so that might take a little while. Okay? Right. Shirley, ich höre mir jetzt deine Frage an und gebe sie so auf Deutsch weiter und dann gebe ich das auf Englisch auch noch weiter, sodass dann alle das mitbekommen. Okay. Okay, Martin sagt, es gibt hier, also ich mache es gerade mal so schrittweise. Martin sagt, es gibt diese 6 ewiglichen Elemente im Universum. Martin says there are these 6 eternal elements in the universe. Ja. Und wo wäre da Vyavasthit einzuordnen oder zu verstehen? And how can I integrate Vyavasthit in that understanding of the 6 eternal elements? Okay, das ist die Frage. You should be asking that question to the Gnani in Willingen, Martin. Sorry? As I'm telling Martin, he should be asking that question to the Gnani in Willingen. Ah, okay. Shuddha sagt, Martin sollte diese Frage dem Gnani in Willingen stellen. Yeah, but that is one of his favorite topics. Das ist ein seiner Lieblingsthemen. But it's really, in the last satsang we talked about seeing by being in the universe and seeing by being outside the universe. Im letzten Satzang haben wir gesprochen über das Sehen, indem wir oder während wir in dem Universum sind, versus gegenüber dem Sehen außerhalb des Universums zu sein. When you are eternally established, permanently and continuously established, as the self only, then you are Param Atma, God, and you are beyond the universe. Wenn du absolut und permanent etabliert bist als das Selbst, dann hast du diesen Zustand von Paramatma, dann bist du Paramatma, dann bist du jenseits dieses Universums. But even in moments in life when you are beyond this mind, speech and body complex and are allowing the light of who you really are lift you up into your own space, you are beyond the universe of Martin. Und wenn du es zulässt, dass das Licht des Selbst dich anhebt, dann kannst du aufsteigen jenseits des Universums von Martin. And in that vision, the seeing is at the elemental level where you see phases and situations rather than it is happening to me. Und in dieser Sicht
aus dieser Perspektive heraus siehst du nur noch verschiedene Phasen und Zustände, eher als, aber im Gegensatz zu es passiert mir. And as that vision of the perfect one, the pure knower and the seer keeps on increasing, the situations and the phases even get more sharply defined as nothing but the interaction of the six eternal elements. Und wenn du weiter aufsteigst, dann werden diese Situation und diese Phasen immer noch stärker, noch schärfer abgegrenzt. Sorry, the more sharply defined as. Sorry, as you go finer and finer into it, from the gross situations and circumstances, you come to subtle phases, and from the subtle phases, you start seeing the interactions of molecules and things like that. This is what has been described by the fully enlightened ones. Du gehst von der Perspektive immer tiefer, du siehst diese groben Phasen und Zustände und Situationen, dann siehst du die subtileren Phasen und Situationen bis hin zu der Sichtweise, wo du es nur noch als ein Zusammenspiel dieser ganzen feinen subatomaren Moleküle wahrnimmst. Das ist dann diese elementare Sicht, diese Sichtweise der Elemente. So from within, from inside, when you look at only one filling and emptying complex called the Pudgal means that which fills and empties, you see. So fills and empties. And so by looking at the one Pudgal that is called Martins and empties, you see, like by looking at that, this knower and the seer, are seeing the other five. They are seeing the other five interactive elements. Und indem du als Wissender, Sehender dieses eine Pudgal, also Pudgal heißt eigentlich füllen, sich entleeren, diesen einen Nicht-Selbstkomplex Pudgal, der sich Martin nennt, wenn du den anschaust, dann siehst du auch alle 5 anderen Elemente, die zusammenspielen. The effect, that effect is something that is perceived by the net complex of the mixture of the non-self and the self. In other words, the self is the knower within which feels the effect. If there is no knower, there is no effect, is there? Sorry, I didn't get that. Repeat that. So what we call as an effect, if something hot touches us, then we say it is hot. But who is the one who knows that it is hot? Also hat jetzt erstmal erklärt, was ich nicht kapiert habe. Also nochmal, wenn uns etwas, wenn wir etwas berühren, was heiß ist, oder uns etwas, wenn wir das abkriegen, was heiß ist, dann merken wir, das ist heiß. Aber wer ist derjenige, der erkennt, dass das heiß ist? So the knower is the sixth element, the ultimate element, the Paramatma, the Lord, the God, whatever you want to use. Das sechste Element ist eben der Wissende, der das erkennt. Das ist das sechste Element des Paramatma, Gott, du kannst es nennen, wie du willst. And everything else is the result that is in front because of scientific circumstantial evidences. Und alles andere ist ein Resultat, das vor dem Wissenden, vor dem Wissenden ist, als ein Resultat der sich bedingenden Umstände. This cup feels hot because hot tea was poured into it,
It would feel cold if there was ice cold drink poured into it. That's also, those are all that the evidentiary result is scientific circumstantial evidence is the knower of it all is, was, and forever will be eternally separate. Also auf der einen Seite, er zeigt gerade diese Tasse. Diese Tasse ist heiß, weil dort heißer Tee reingefüllt wurde. Und wenn Eis reingefüllt worden wäre, dann wäre sie jetzt kalt. Also es ist unterm Strich dann einfach ein Resultat der verschiedenen Umstände, die zusammenkommen. Und der Wissende ist absolut getrennt von diesen ganzen Umständen. So this whole body complex that the world recognizes as Martin or Ruediger or Uwe or Katja is nothing but the visible interaction of 6 eternal elements only. Also und dieses ganze, was die Welt was die Welt bezeichnet als Martin, als Ruediger, als Katja, das ist einfach nur ein für die Welt sichtbares Zusammenspiel der 6 Elemente. And everything else except for the knower, is changing. Und alles andere außer der Wissende verändert sich. Also vorher hat er noch gesagt, der Wissende ist immer der immer war, der ist und der immer bleiben wird. Das habe ich vergessen zu sagen. It may change and appear to be changing, but everything else, the other 5 are also eternal elements. Their phases keep on changing. Und diese 5 anderen, die schauen so aus, als ob sie veränderlich sind, aber sie sind nicht veränderlich. Was sich verändert, sind ihre verschiedenen Phasen, Zustände, Situationen. So give me Martin's question again. Just want to... Rediman, I'll just talk to him on the phone. So jetzt soll ich dir nochmal, soweit, soll ich jetzt nochmal die Frage wiederholen, die du hast für ihn. My question was how to integrate the idea of Vyavasthit in the 5 elements. In the 6 elements, 6 eternal elements. Well, the eternal elements is at the elemental level, just as when you talk about atom, subatomic particles, quarks, etc. These are not visible, and so whereas Vyavasthit is very tangible, it's very visible, it is an effect. You can feel it. Diese elementare Sichtweise ist auf der Ebene von Atomen und Quarks und es ist was wir nicht so an sich sehen können, während das Vyavasthit, sagt Shuddha, doch sehr anfassbar ist und sehr, sehr greifbar ist. Es ist ein Vyavasthit is tangible. Very palpable, physical, which is you can feel it. Its effects are visible. Und das Vyavasthit, das kann man einfach, weil die Wirkungen von Vyavasthit durchaus spürbar sind und fühlbar sind. When the mind is affected, it is visible to you. You are upset. You know it. It's not visible through these eyes, but you are upset and you know it. And that is the visibility. So the mind is a physical thing. It is visible to you. Und das bedeutet, selbst der Verstand, wenn du aufgebracht bist, oder dann spürst du das. Es ist für dich, also jetzt nicht durch diese Augen sichtbar, aber es ist für dich erfahrbar. Es ist für dich als Wissender sichtbar. Now
of the 6 eternal elements, the only eternal element that is visible is the matter element. You see, the pudgal, that which fills and empties. It is from the sub-microscopic level all the way to a whale in an ocean. It is Also von diesen 6 ewigen Elementen ist das Einzige, was sichtbar ist, und, ist die Materie. Es ist dieses Putgal, das was sich füllt und entleert, und bis von der submikroskopischen Ebene bis hin zu einem Wal im Ozean ist alles Materie sichtbar. Yeah, so that's the visible, that's the only one of the 6 eternal elements that is visible, because the other 5 are not. For instance, time is not visible, space is not visible, and motion energy is not visible, inertia or static energy is not visible, and the Rainesila is not visible. This Shuddhatma Bhagavan is not visible, see? Und diese ganzen anderen 5 Elemente, die sind alle nicht sichtbar. Also es ist, Zeit ist nicht sichtbar, Raum ist so nicht sichtbar, die Bewegungsenergie ist nicht sichtbar und die Trägheitsenergie ist auch nicht sichtbar, und die reine Seele, das wissende Element, ist auch nicht sichtbar. You can feel the wind when the leaves are moving gently, or when it is moving on your skin, but you cannot see the wind. You see, therefore you cannot see the motion energy. You can just see the effect of motion energy. Am Wind zum Beispiel, du kannst sehen, wie die Blätter sich im Wind bewegen. Du kannst auf deiner Haut spüren. So. Du kannst den Wind selbst aber nicht sehen. Du kannst diese Bewegungsenergie dahinter nicht sehen. Du kannst nur den Effekt, die Auswirkung davon sehen. And so this is the science of the subatomic particles that the Tirthankar Lord, the fully enlightened one, has seen in perfect clarity by remaining separate from it, not being involved with it. Just like when you're doing an experiment, you watch the experiment, but you are separate from it. You are separate from the experiment. Das ist die Wissenschaft, die der Lord, der absolut befreite Lord, entdeckt hat. Diese Wissenschaft dieser subatomaren kleinsten Teilchen, und wie wir interagieren, das ist separate. And in our Gnani Purush also saw it, but he did not experience it completely. The experience lacked by 4 degrees. He was lacking, you see. Und auch der Gnani Purush, der konnte das sehen und verstehen, aber er hatte nicht die volle Erfahrung davon. Diese Erfahrung waren eben diese 4 Grad, die ihm gefehlt haben. So what you see is the changing phases of the visible element called matter, Pudgal, that which fills and empties, got filled in the last life, emptying in this life. Das, was du siehst, das ist einfach der Effekt auf das Materie-Element Pudgal, das was im letzten Leben aufgefüllt wurde und sich in diesem Leben entleert. And so therefore what you as the Shuddhatma, the eternal element of the Rainesile, see is a little Martin when he was in school, then a young Martin when he was in the university, and the current Martin. The phases of the non-self complex called the Pudgal, the Purangalan, the filling and the emptying. Was du als Wissender sehen kannst, sind die verschiedenen Phasen von Martin,
Du kannst du als kleinen Schuljungen sehen, den kannst du als jungen Mann sehen, der in der Ausbildung war, den kannst du jetzt sehen. Das sind verschiedene Phasen von diesem Puran Galan, Putgal, Füllen, sich entladen, Martin. And you might think that that is just the one Pudgal that is yours, but inside that one Pudgal, there is a universe of millions and millions of Pudgals inside, of all the various healthy and the unhealthy bacteria and the other small microorganisms that think that they are also having a good time there. Und du glaubst, dass es nur ein Putgal ist, eben dieser Martin, aber in diesem Putgal sind selber wieder so viele unzählige Putgal-Elemente, die sich füllen, entleeren und die dort auch einfach irgendwie ihre gute Zeit haben. And the self as capital potentially is there as the knower in all of them too. Und das Selbst ist also potenziell auch in allen von ihnen anwesend. So this science, but for you, in general terms, the effect that is observed, that the effect that is known by you, the effect that happens to Martin, pleasant or unpleasant, good or bad, that is known by you, the one who is outside the universe of Martin. Und der Effekt von dem, was Martin passiert, sei es angenehm oder unangenehm, wird von dir erfahren. Dir, derjenige, der außerhalb dieses Universums von Martin ist. And that effect, when it is seen in this perspective, and it's a beautiful question, Martin, how do I come to terms at the elemental level with scientific circumstantial evidences? When it is seen in this light, then there is really no doer, is there? There is no doer. Und das ist wirklich eine sehr schöne Frage, wenn du sagst, irgendwie, wie kann ich mit diesem Begriff Vyavasthit, wie kann ich den verstehen aus der Sichtweise der sechs-ewiglichen Elemente? Und wenn du genau diese Sichtweise hast und verstehst, dann erkennst du, es gibt wirklich keinen Handelnden da drin. And when there is the knower, then there is no doer. Da, wo es den Handelnden gibt, da ist kein, da, wo es den Wissenden gibt, da ist kein Handelnder. It's only when the knower slips, S-L-I-P, or sleeps a little bit, that the doer becomes dominant. Nur wenn der Wissende so ein bisschen wegrutscht oder schläft, dann, if the knower slips from his awareness or sleeps, S-L-E-E-P, then the doer becomes dominant and says, hey, I'm doing it, I'm the one, I'm in charge. Wenn der Wissende so wegrutscht oder schläft, dann wird der Handelnde so dominant, dass er dann vermeintlich derjenige ist, der handelt, der sagt, ich hab's gemacht, ich hier so. This effect is a very beautiful word, Martin. If you understand effect, then you will not suffer effect. Ein schönes Zitat, wenn du die Auswirkung verstehst, dann wirst du nicht unter der Auswirkung leiden. Effect is nothing but the interaction of the 5 other elements, not you. Also Effekt ist wirklich nur das Zusammenspiel, die Interaktion von fünf anderen Elementen und nicht dir. And it is having its effect on that which is effective, that which is prone to effect.
Und das hat seinen Effekt auf den, was so wirkungsbedingt ist, was irgendwie so anfällig ist für Wirkung, sag ich mal. You see, even the little baby, when it comes out, when it sees the face of the mother, it's very happy and gives a beautiful smile, and when it sees a stranger, it starts crying. Und es ist so, wenn a little baby that has just been delivered, or 2-day-old baby, 3-day-old, 1-week-old baby sees the face of the mother, is very happy. Sees the face of a stranger, is not happy. Und schon bei einem 3 Tage alten Kind ist es so, dass wenn es das Gesicht der Mutter sieht, dass es dann glücklich ist und froh ist. Und wenn es das Gesicht eines Fremden sieht, dann fängt es mitunter an zu weinen. So the effective and the effect of that which is effective keeps happening all around us. And why do we have to become owners of it? Und der Effekt oder die Wirkung von dem, was eigentlich immer wirkungsbedingt ist, das wird einfach uns rum immer weiter passieren. So. Und warum müssen wir den Besitzanspruch darauf auf einmal einnehmen? Warum müssen wir der Besitzer davon werden? So again, you see, it's the separation at the very elemental level, that in these 6 eternal elements, I am nothing but the pure knower of it all, and everything else is SCE as an effect in front of the one who is feeling the effect. Und das ist eigentlich die Trennung auf der fundamentalen Ebene. Ich bin der wissende Sehende und alles, was getrennt ist von mir, ist einfach ein Zusammenspiel von den sich bedingenden Umständen, die einen Effekt haben auf denjenigen, der den Effekt fühlt oder erlebt. So then you don't say I am a Shuddhatma like Dada Bhagavan, but you say I am a Paramatma like Dada Bhagavan, you see? Also sagst du nicht mehr, ich bin reine Seele, Shuddhatma wie Dada Bhagavan, aber ich bin Paramatma, ich bin die absolut reine Seele wie Dada Bhagavan. And it is only with this vision that the purity will prevail, so that you will become to see everyone like a god, nirdosh, flawless. Und es ist nur durch diese Sicht, dass die Reinheit so bewahrt wird, dass du jeden als absolut makellos, nirdosh sehen kannst. So the Shuddhatma Bhagavan, now we are coming over, shall we go on to the next one, or what shall we do? Any more questions? I can't see any questions in the chat. Because the next one is also very beautiful. We can carry on with the next one, which is connected with this question of Martin. With what vision did the flawless vision arise? Aber es gibt, whose question is that? Martin kind of began at the elemental level. You see, now even in the Namaskar Vidhi, we say that there is a sentence about the elemental vision, you see. Also Shuddha bringt jetzt noch führt es noch weiter, wo Martin angefangen hat, das ist den ersten Teil nicht mehr parat. Er sagt, selbst in diesem Namaskar Vidhi even in the Namaskar Vidhi. If somebody can type up this Namaskar Vidhi sentence where we say that we do the darshan with the elemental vision, then we can discuss this, you see.
The elemental vision is what Martin is touching on to when he is talking about how do I connect at the eternal elemental level with this Vyavasthit. Aber es geht jetzt diese elementare Sicht, die wollen wir weiter ausführen, da, wie jetzt Martin fragt, wie kann ich das zusammenbringen, dieses Verständnis von Vyavasthit und diese elementare Sicht und dieses Namaskar Vidhi, wenn das jetzt irgendjemand parat hat und reinschreiben kann, so dann wäre das hilfreich. First he talks about seeing the Shuddhatmas in everyone, and then he's talking about the Bhagavad Swarup, the godly, the divine qualities in a human being. Then he's talking about seeing the pure soul in the other human beings, and then he's talking about the Tattva Darshan or the elemental vision. Also es gibt ja verschiedene Schritte in diesem Namaskar Vidhi. Er sagt zuerst, die reine Seele in allen zu sehen und dann first there is, if we have this Namaskar Vidhi 3 sentences, we will know in the Charan Vidhi we have, after we have lined up all the Namaskars, then we talk about the entire world is I see the world as the divine form. The Lord resides within all the world. Diesen Namaskar Vidhi, das wohl im Charan Vidhi mit drin ist, ich habe es nicht parat gerade. Ich sehe alle als reine Seelen und ich sehe alles in dieser elementaren Sicht. It begins really by seeing the good qualities in the human being, then you start seeing the human qualities that are divine, that lead to divinity, that lead to godliness in a human being, Bhagavad qualities, what we call Bhagavad Swarup. And then you see the Reine Seele, and then you see the elemental vision. See the gradations? Okay, also es gibt diese verschiedenen Stufen in diesem Namaskar Vidhi. Man sieht zuerst die guten Eigenschaften in dem Menschen, dann sieht man so die göttlichen Eigenschaften, die dahin führen, die göttliche Qualität in jedem Einzelnen zu sehen. Dann sieht man als nächste Stufe die reine Seele in jedem und als vierte Stufe sieht man die vierte Stufe ist diese elementare Sichtweise. So you see, Susanne has just given that Namaskar Vidhi sentence, which is very beautiful. And have you recited it already, Ruediger? I don't think I know. At 2:15. At 2:15. Okay. Die wahre Natur von allem ist ewig und elementar, und mit diesem Wissen sehe ich die ganze Welt. It is magnificent. The people who are not awakened or enlightened will simply not understand this. But for you and I, it is very easy. Es ist für diejenigen, die nicht erwacht sind, die werden das nicht verstehen können. Aber für uns ist es sehr leicht. And if from a scientific basis it becomes even easier when we say that there is the knower and then there is the effect. And the knower is always separate from the effect because he is the knower. Okay, und auf einer wissenschaftlichen Ebene ist es auch sehr, kann es verstanden werden. Es gibt den Wissenden und es gibt es gibt die Auswirkung und die sind getrennt, die sind immer getrennt. And so it's already been covered now. So in other words, the elemental vision begins with Ish bin Reine Seele and becomes perfect when the 5 Agnas become perfect.
Also die elementare Sichtweise fängt an mit dem Gewahrsein, ich bin reine Seele, mit dem Verständnis, ich bin reine Seele und endet mit dem perfekten Verständnis von den 5 Agnas. What precise mathematical method of liberation has our Gnani given us? He has not left room for any kind of confusion. He has opened it up so clearly for all of us. Welchen mathematisch klaren Weg der Befreiung hat der Gnani für uns eröffnet. Er hat überhaupt keinen Raum mehr gelassen für Zweifel. So in today's samayik, what we are going to kind of focus on is just this ultimate method in the paragraph that we have read and spent a lot of time about, wherein the 4 agnas are applied in such a beautiful manner. And when you are doing the samayik, open your eyes and read it again and again, so that it helps you in the vision. Also unser Samayik heute ist über diesen einen Absatz, den wir ausführlich besprochen haben, wo die 5 Agnas drin enthalten sind, der nochmal, und den sollt ihr macht eure Augen auf und liest diesen Satz immer wieder, auch um euch genau in dieser Sichtweise zu vertiefen. Das ist das Samayik heute. And it begins, the whole thing it is really begins with the underlying sense within all of us that I still see faults within a particular human being or within someone. I still see faults. It's very difficult for me not to see faults in him or her. Und es beginnt eigentlich mit der Einsicht, dass ich immer noch Fehler sehe in bestimmten Menschen und dass es mir noch nicht gelingt, diese als fehlerfrei zu sehen. And that means that it is no longer, it is really not, it's not only a problem with the mind, but it is a tag team, or like a tag team, a 2-man team of the mind and the intellect that is really troubling you. Also es ist nicht nur ein Problem des Verstands in dem Fall oder des Intellekts, es ist eine Verbindung von diesen beiden. Es ist eine Kombination von diesen beiden, Verstand und Intellekt, die das Problem ist. And that also means that both the mind as well as the intellect are seeking closure and resolution. They are tired of bothering you. They too want to go to bed. They want to sleep. Und das heißt auch, dass beide, der Intellekt und der Verstand, eigentlich nach einer Lösung suchen und nach einer Auflösung suchen. Auch die sind wirklich, die haben die Nase voll, die wollen auch zur Ruhe kommen. And that is where you will have to go into the full prajna force, and the full prajna force happens in the samayik of Gnani Purush Dadashri. Und dazu musst du in die volle Kraft des Prajnas gehen und die ist da, die passiert im Samayik des Gnani Purush. Your target, the other person is already there, but your real targets are this mind and the intellect that need more explanation. They are like the little girls who says, but mom, but dad, you see. So you have to kind of be as the mom and the dad for them. Also dein Ziel, auf das gerichtet ist, die andere Person, die du als fehlerhaft siehst, die ist schon da. Jetzt musst du dein Ziel richten auf den Intellekt und den Verstand. Und den musst du erklären. Und so wie bei der kleinen Tochter, die immer sagt, aber Mama, aber Papa,
verstehen, du musst jetzt eben Vater, Mutter sein, die der erklärt, der genau das beschreibt. How will you know after the samayik has happened, and it may take more than 1 or 2 samayiks, how will you know that they have accepted what you have told them? Is that the mind and the intellect will not bother you anymore about that matter. Und wie wirst du wissen, dass die es auch akzeptiert haben? Es mag vielleicht ein paar Samaiks brauchen, bis es soweit ist, aber du wirst es daran erkennen, dass die dich nicht mehr dich damit yes, if after the samayiks, if they have understood properly, understood you, the Y capital one, the awakened one properly, then they will not bother you, so that you will not see the other person at fault anymore. Die werden dich dann nicht mehr weiter belangen oder beeinträchtigen oder nerven, indem dass sie die andere Person weiter als fehlerhaft sehen. Dann wirst du wissen, dass sie es akzeptiert und verstanden haben. And the moment that happens, when the other person for whom you've seen at fault for many, many years, when that person is not seen at fault anymore, a tremendous load is lifted up from you and is thrown away as you become free from it. Und wenn tatsächlich die andere Person fehlerfrei gesehen wurde, die über Jahre vielleicht als fehlerhaft gesehen wurde, dann wird ein wahnsinniges Gewicht von dir abfallen oder weggenommen werden. And you see this amazing thing about it, it has got nothing to do with scientific circumstantial evidences. It has everything to do with the light of the self. Und das hat gar nichts zu tun mit diesen sich bedingenden Umständen. Das hat nur damit zu tun mit dem Licht des Selbst. You are not touching the SCE at all. Also du berührst gar nicht du greifst gar nicht diese sich bedingenden Umstände auf. SCE will continue with its effects. You get out of the universe of SCE. Die sich bedingenden Umstände werden weitermachen mit ihren Effekten, die werden weiterhin Auswirkungen produzieren und du erhebst dich über dieses komplette Universum der sich bedingenden Umstände. So next week we are meeting the Gnani in Willingen. It's a very major occasion for all of us. And we should save some time. If Uwe wants to kind of say anything to everyone here, can you ask Uwe if he wants to come on in, or otherwise we will just finish with the Vidhi, huh? Und es ist jetzt wirklich nur noch ein paar Tage, bis wir alle zusammen den Gnani treffen werden. Es ist eine Hauptveranstaltung jetzt hier, eine Hauptmöglichkeit für uns alle. Ich soll jetzt mal kurz fragen, ob Uwe noch in dem Zusammenhang irgendwas sagen will und ob er kurz reinkommen will oder ob wir ansonsten dann einfach direkt mit dem Samayik dann einsteigen. If Nadaji wants to say something, we could certainly have her say also. Wenn Nada irgendwas sagen will, Uwe says there's no need for him to say anything. All right, Shuddha Bhagavan. Mr. Nadaji is busy even in the satsang trying to see if more Mahatmas are coming. Try till the last minute, right? Try till the last minute. Yes. What about next
Sunday? And just let them know next Sunday is live satsang. Yes. Okay. Yeah. Next Sunday will be live satsang, means live satsang with the Gnani. We'll all be with the Gnani, and that is the most live satsang. See? Okay. Also es gibt nächste Woche dann einfach den Live-Satsang mit dem Gnani. Es gibt da auf Ustream nächsten Sonntag keinen Satsang. Yeah, so I see so many wonderful presence of so many Mahatmas here. Our highest namaskars from Ruediger and Shuddha to all of you. We're always with you here, and thank you for your presence. So sagt sieht so viele kleine Geschenkchen und freut sich, und wir sind immer mit euch, Ruediger und Shuddha. Yeah, this is moving like a kind of a screen, like a New York Stock Exchange ticker here in front of me. Also Shuddha sagt, es ist wie so ein Börsenticker, der da von New York irgendwie runterläuft, so rasselt das hier runter. Yeah. Und auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind kein Newsstream, schreibt Nada. Yes, please do not forget what about the Sunday, Saturday, and the Thursday satsangs? You said something about it with Nada? No satsang. Oh, no satsang, because Thursday will be with Gnani again, right? Yes, a different kind of satsang will be happening. Satsang, for those who are not far away, there will be a different satsang. Für diejenigen, die nicht weit weg sind, wird es ein ganz besonderer Satsang werden. Yes, all this love goes to our Gnani only, beautiful, for his beauty and his love that is working in very mysterious ways within all of us, you know. Okay, diese Liebe geht direkt an den Gnani, der in so wunderbarer Weise in uns allen drin wirkt. Okay, so Nadaji, just one quick, Uwe and Nada, tonight I want to talk to you just a little bit, about 10-15 minutes, a little bit later after the samayik. When you have time, please give me a call. And so, Uwe, let us pray to the Devis to help remove all the... Oh yes, so that's an excellent idea. This is Uwe saying today, instead of doing the Vidhi for the samayik, you can all do it within yourself. You all know the Vidhi. Let us go into a most magnificent offering of our energies to the celestial beings. You see? Also, Uwe hat noch in den Chat reingeschrieben, wir könnten auch an alle Gottheiten beten, die Hindernisse zu beseitigen. Und Shuddha sagt, es ist eine sehr gute Idee, weil wir können den Samayik ja auch selber machen. Wir kennen alle das Vidhi und steigen dann einfach für uns ein in den Samayik und machen stattdessen hier gemeinsam ein kraftvolles Vidhi-Gebet, die Hindernisse zu beseitigen. So we begin with this prayer, and you can just repeat after me. Dear Lord Simandar Swami, Verehrter Simandar Swami, dearest Dada Bhagavan, the Absolute Self, verehrter Dada Bhagavan, das absolute Selbst, dear Niruma, verehrte Niruma, dear Shuddhatma Bhagavan and Paramatma within our current Gnani, verehrter Shuddhatma Bhagavan und Paramatma Bhagavan in unserem gegenwärtigen Gnani, dear pure souls, Shuddhatma Bhagavan within all Mahatmas who are attending, verehrte reine Seelen, all den Mahatmas, die anwesend sind, dear Padmavati Devi, verehrte Padmavati Devi, dear Amba Ma, verehrte Amba Ma, we all are simply asking for this at your divine feet. Wir alle bitten einfach für das zu deinen göttlichen Füßen. A major program is going to happen in Willingen in Germany in the coming week. Nächste Woche wird in Deutschland in Willingen ein großes Programm stattfinden.
And for this, our Gnani is arriving. Und dafür kommt der Gnani hier an. And we are praying that all obstructions be removed for all the newcomers who are coming. Wir beten, dass alle Hindernisse beseitigt werden für alle Neuen, die kommen. Those who are deciding or hesitant to come, may their obstructions be removed too. Für die, die sich entschlossen haben oder für die, die noch zögern zu kommen, mögen ihre Hindernisse auch beseitigt werden. And those who cannot physically come, may their obstructions be removed too at a subtle level. Und für die, die physisch nicht kommen können, mögen ihre Hindernisse auf einer subtilen Ebene auch beseitigt werden. So that the profound influence of the energy of all of you through the Gnani prevails upon everyone. Sodass die subtile Energie, die durch den Gnani fließt, auf alle ausstrahlt. And with this, we go to your feet, my Lord, and recite Hum Shuddhatma Chum Shuddhatma. Damit gehen wir zu deinen göttlichen Füßen und wir rezitieren, ich bin reine Seele. And so I would want you to continue saying Ich bin reine Seele. Ihr sagt weiter, ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Ich bin reine Seele. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Okay, thank you, Shuddha. Thank you very much. See you soon.